Hast du ja auch. Ja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute bin ich hier mit der Viktoria. Ja, und wir sprechen Deutsch. Ja, wir sprechen Deutsch. Viktoria hat heute keine Lust, Parfum-Video aufzunehmen und deswegen machen wir heute... Ich habe keine Lust. Ich habe gesagt, wenn du einen schönen Content vorbereitest, dann mache ich das mit. Ansonsten... Und das habe ich nicht geschafft. Von daher sprechen wir heute über die Neuvorstellung der Uhren. Und falls ihr neu im Uhrengame seid und eure erste Uhr kaufen wollt oder falls ihr fortgeschritten seid und schon ein paar Uhren habt, jedenfalls macht es bei uns. Okay. Bleibt auf jeden Fall dran, wir legen jetzt los. Bei Watches of the Week geht es natürlich wieder rund. Wir haben jede Menge neue Modelle, die wir euch gerne zeigen wollen. Ein paar sehr, sehr exotische, limitierte Uhren. Wir fangen heute unter 2000... Nein, sorry, eine Sekunde. Unter 2000? Welche sind das? Ich gucke die direkt an. Cut, welche? Ich will die haben. Wir fangen heute unter 3.000 Euro an und gehen hoch bis 300.000. Das ist super crazy. Von daher, ich würde sagen, du bist ja auch eine Expertin. Such dir mal. Sowas von. Aber ich muss sagen, diese Auswahl ist sehr, sehr komisch. Ich weiß jetzt nicht, was du dir dabei gedacht hast. Nee, das sind die Uhren, die wir diese Woche neu haben. Ah, okay, alles klar. Fangen wir mit teuren oder mit günstigen an? Etwas preiswerteren, ja? Okay. Zum Beispiel eine Datejust 36 in... Da steht nichts drauf. Ja, das ist die 16234, die Referenznummer von einer Datejust 36 mit weiß-gold-Lünette und einem silbernen Zifferblatt. Genau, die Uhr liegt allerdings nicht unter 3.000 Euro, sondern die ist für 6.490 bei uns im Online-Shop, aber unter anderem eine noch preiswertere Modell. Weißt du noch den Preis, als wir uns selbstständig oder als ich mich selbstständig gemacht habe? Das waren die erste Uhr, die ich damals im Shopify online gestellt habe. Ich habe die für 3.390 Euro online gestellt. 3.900 Euro? 3.990 Euro. Die Leute, die im Stream mit dabei waren, das war immer noch zu der Zeit, als Viktoria hinter mir an dem Schreibtisch saß. Das waren die ersten Uhren. Ihr werdet euch vielleicht jetzt dafür interessieren, warum sind die Preise so gestiegen? Also erstmal müssen wir dazu sagen, dass eine Datejust in 41 mm zu derselben Zeit bei ca. 9.000 Euro lag und jetzt ein neues Modell in 36 mm bei 10.900 Euro liegt. Von daher dieser Unterschied zwischen optisch dem gleichen Modell ist fast das Doppelte. Also nochmal zum Mitschreiben. Ein neues Modell, was auch auf der Webseite zur Verfügung steht, liegt bei knapp 11.000 Euro und eine Vintage-Uhr liegt jetzt bei 6.490 Euro. Ich hatte schon mal im November oder im Oktober eine Voraussage getroffen über den Preis, dass er sich erhöhen wird um 500 Euro. Ich lag leider falsch. Es waren dann doch 800 Euro mehr. Und ich kann nach wie vor sagen, dass wir bei einem Preis von 6.490 Euro noch relativ günstig sind. Dadurch, dass diese Größe jedem passt. Also ich trage 36 mm sehr, sehr gerne. Die Uhr wird euch bis euer Lebensende begleiten. Von daher, so eine Uhr wird im kommenden Jahr dann doch auch über 7.000 Euro liegen. Je nachdem auf den Lieferumfang. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel uns sowas angucken, das liegt schon... Also hier haben wir eine originale Box von Rolex, Echtheitszertifikat von uns. Es ist keine originale Papiere dabei. Echtheitszertifikat von uns. Für 1.000 Euro mehr, aber bekommt ein wunderschönes Also die liegt jetzt bei 7,9. Wir haben ein paar seltene Ziffernblätter, die werden sowieso nicht lange bei uns bleiben. Einmal Tapisserie Dial mit einem tollen Lieferumfang, Box, Papiere, einem Rolex-Service. Solche Sachen sind dann auch nochmal spezieller. Und man muss auch sagen, bei diesem Vintage-Modell ist auch eine unglaublich coole Geschichte. Wenn man überlegt, diese Uhr ist seit 30 Jahren schon unterwegs. Wo auch immer die schon war oder wer hat die getragen, was diese Uhr schon alles miterlebt hat. Da kauft man natürlich auch eine Geschichte mit, außer jetzt eine direkt... Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei QVC mit dir. Was du für Argumente. Macht nichts. Wir machen weiter im Kopf. Das ist auch sehr erfolgreiche Sendung. Also von daher... Okay. Also es gibt verschiedene Ziffernblätter. Einer meiner Highlights ist auf jeden Fall die mit dem grünen Ziffernblatt. Was ich sehr gerne mag, das sind die MOP. Davon habe ich nur einmal, ich glaube, ich habe nur einmal, ich höre Regie, ja, wir haben nur ein einziges Mal diese wunderschönen Perlmutt-Zifferblatt in einem tollen Set mit allem drum und dran. Ja. Okay, wir machen mal weiter mit der nächsten Uhr und zwar in einem günstigeren Preissegment ist es auf jeden Fall eine Omega Speedmaster Reduced. Ihr habt es schon 100 Mal gehört. Nichtsdestotrotz möchte ich euch hier noch mal darauf aufmerksam machen, wir haben aktuell alle verschiedenen Schumacher-limitierten Serien da, in Gelb oder hier in Rot und darüber hinaus gibt es auch noch mit einer etwas Patina bei dem Reduced-Modell nach wie vor, falls ihr neu in diesem Uhrengame seid und ihr wollt irgendwas kaufen, ihr wisst noch nicht, wo die Reise hingeht, nehmt euch so eine Uhr, egal ob mit oder ohne Papiere, liegt um die 3.000
2.000 Euro. Da könnt ihr nichts mit falsch machen, die könnt ihr immer gut in Zahlung geben und dann darauf aufbauen und erstmal halt, wenn ihr nicht so ein Riesenfan davon seid, etwas zu sparen auf einem sehr schöne Uhr. Die kann man auch mit Lederband Sparbuch, tragen. dann ist das halt ein Modell, was ihr kauft, so als Sparbuch, sagen wir mal, behandelt und dann daraufhin aufbaut. Wenn wir jetzt weitermachen mit dem nächsten Modell, dann gehen wir rüber zu einer anderen Brand und zwar Bulgari. Das hier ist eine Uhr aus Vollkeramik. Anders als jetzt die Sachen, über die wir bis jetzt gesprochen haben, handelt es sich hier jetzt weniger um eine Uhr, die als Investment zu betrachten ist, also unter 16.000 Euro. Ja, ja. Wir sind weltweit der absolut günstigste Anbieter. Wir sind eine skelettierte Uhr mit einer kleinen Sekunde. Super, super schöne Uhr. Ja, wenn mich jemand fragen würde, ihr müsst mit einem Wert, Ihr müsst mit einem Wertverlust von circa, sage ich mal, 10% rechnen, wenn ihr die kauft und wieder verkauft. Falls ihr sie privat verkaufen könnt, wäre es auch möglich, dass ihr keinen Verlust daran macht. Das kommt ein bisschen darauf an, ja, wie ihr denn selber bereit seid, diesen Verkauf zu übernehmen. Super schöne Uhr in schwarz. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Modell und eine skelettierte Uhr in dem Preissegment gibt es keine. Von daher, das ist eine Uhr, die ich euch gerne noch zeigen wollen würde. Darüber hinaus geht es weiter mit ein paar Rolex-Modellen. Und zwar, wir haben hier auf dieser Seite so ein paar speziellere, wir können auch mal im Schnelldurchlauf durchgehen. Wir haben heute hier auf dem Tisch 3 verschiedene Daytona-Uhren und alle 3 Uhren sind eigentlich, trifft meine Empfehlung. Wir haben hier Weißgold am Lederband mit einem Racing-Dial, ist... Du hattest so mit dem Kopf nichts. Ja, ich höre gut zu. Mit dem Racing Dial, tolle Uhr In Grau. Mit Box und Papieren sind wir auch mit Abstand Weißgold. der günstigste. Dann haben wir das eingestellte Modell und da stelle ich mir immer so die Frage, warum die Leute nicht selber drauf kommen. Also so, Diese Panda, ne? Nee, Panda. Nee, das ist Panda, ist mit weißem und schwarzem. genau. Das hier ist der Vorgänger zu dem aktuellen Modell und das neue, also mit der Keramiklünette, liegt aktuell, sagen wir mal, bei über 40.000 Euro in schwarz und so eine Uhr liegt jetzt bei 29.000 Euro. Ich verstehe nicht, warum die Leute dann halt nicht mehr zu diesem Modell greifen. Die Produktion ist bereits eingestellt. Auch Super, Full super Set, spannendes Modell. alles dabei, ne? Und jetzt eine Uhr, die ich wahrscheinlich niemals verkaufen werde, also zumindest jetzt wegen dem Video nicht. Wir haben letzte Woche eine verkauft, ist die Leopard. Eine meiner absoluten Lieblingsuhren. Ich habe sie auch selber privat im Bestand damals gekauft für, ich glaube, 56.500 Euro. Das war letztes Jahr. Wer trägt die nochmal? Nicolas Cage. Es gibt auch ein paar Leute, die die Uhr tragen. Hier haben wir ein Modell in einem exzellenten Zustand mit einem neuen Armband, voller Lieferumfang. Absolut sensationelles. Aber ich sag so, wie es ist, niemand, der jetzt hier zuschaut, wird diese Uhr kaufen. Aber es ist ein Fehler. Denn ihr werdet sehen, nächstes Jahr wird so eine Uhr bei über 200. Ja, bei über 200.000. Du musst ja nicht tragen. So kannst du. Muss ja nicht. Also mit Palm Angels oder so Outfits sieht das ziemlich cool aus. Ich glaube, derjenige, der Palm Angels Outfit trägt, kann sich das nicht leisten. Wieso? Also das ist schon ein Modell, sowas muss man im Portfolio unterbringen. Ne? Da entscheidet es schon, sag ich mal, ein schwieriges Modell, weiß man nicht. Aber investmentmäßig Top Uhr. Ne? Ich habe sie schon damals advertised, als sie noch bei 65.000 Euro lag und mittlerweile ist sie bei knapp unter 150.000 Euro. Auch ein sehr spannendes Modell aus der GMT Master Serie ist die Uhr mit dem Sultan-Dial. Wir haben hier eine goldene Uhr aus Anfang der 90er Jahre mit Box und Papieren und dieses Ziffernblatt hier hat Rubine und Diamanten auf dem Ziffernblatt. Aktuell müsst ihr euch vorstellen, dieses Modell in Vollgold, ja, mit einer Produktionsdauer, wurde in den 80ern angefangen zu bauen bis in die 90er, liegt bei 45.000 Euro und ein neues Modell liegt aktuell bei 30.000 Euro in Stahl. Das ist unglaublich und aber ich finde auch, dieser Trend zu Gold kommt wieder irgendwie so langsam zurück. Also immer mehr interessieren sich dafür und tragen. Also schon ganz cool. ist auf jeden Fall ein spannendes Modell. Aus der GMT Master Serie haben wir aber sonst eigentlich jedes Modell. Wir haben die Pepsi, das eingestellte Modell, wir haben eine mit dem Jubiläeband, wir haben eine mit Oysterband, da sind eigentlich alle Uhren vorhanden. Passt auch zu meinem Outfit heute. Perfekt, kannst du direkt anlassen. Auch die Hulk, das eingestellte Modell, ist verfügbar auf der Webseite. Und jetzt, ich denke mal, als letzte Uhr... Welche würdest du jetzt von diesen drei nehmen von GMT? Definitiv in Gold oder als Wertanlage? Welche von den drei Modellen? Also bei mir, ich habe immer nur Uhren, die eingestellt sind. Von daher, ich würde jetzt nicht die Jubiläe kaufen. Nicht, okay. Ich würde immer für sowas gehen. Und jetzt als letzten halt, bei diesem Video haben wir Audemars Piguet. Und zwar einmal auch ein eingestelltes Modell, die 15400 mit Blaumblatt. Da sind wir auch der günstigste Anbieter. Ja, ist aktuell online mit 95.000 Euro, Box und Papiere, tolles Set und exzellenter Zustand. Und dann als letzte Uhr haben wir eine 200-Piece Limited Edition in Frosted Gold, ja, mit lila Ziffernblatt. Und davon haben wir auch zwei verschiedene Modelle. Einmal eine mit dem neuen Kaliber und schwarzem. Und das hier ist jetzt die 200-Piece Limited Edition. Das ist übrigens, also jetzt im Sommer 2022, eine Farbe, so lila sollte man tragen. Ja, ist meine Lieblingsfarbe. Also ich weiß, also es muss auf jeden Fall... Ich weiß, wo die liegt. Ja. Ich weiß,
wo du wohnst. Wie wird das denn gemacht? Das ist mit so einem ganz kleinen Hammer. Wird das wirklich per Hand, wie viele Uhren von diesem Modell wird im Jahr produziert? Davon gab es nur 200. Das heißt 200. Wie lange brauchen die für 200, um jede Uhr so einzeln zu Das kann ich nicht beantworten, ich weiß nicht. Deine Hausaufgabe nicht gemacht. Also an dieser Stelle, ja. Sehr, sehr spannendes Watches of the Week. Es war sehr vielfältig. Wir haben von Datejust 36 mm, Omega Speedmaster Reduced bis hin zur Bulgari Daytona eingestellten Modellen euch eigentlich ein sehr gute Overview von den Uhren dieser Woche gegeben. Von daher, falls euch der Content gefällt und ihr auch euch für Uhren interessiert, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und falls ihr mehr Informationen haben wollt, folgt uns gerne auf Instagram. Dort sprechen wir auch über solche Themen. Gerade bei mir ist es so, wir posten sehr viele Berichte zum Thema Wertentwicklung, wie der aktuelle Stand abgeht, was Rolex für Pressemitteilungen rausholt. Das könnt ihr alles bei mir in der Instagram-Story verfolgen. Von daher, ich sehe euch dann hoffentlich dort. Und jetzt vielen Dank. Jetzt machen wir ein Parfümvideo weiter. Ach so. Bis bald. Ciao, ciao.